Guten Tag zusammen, ich bin Henry und willkommen bei Dankecast Deutsch. Hallo, ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein interessantes Thema. Einkaufen in kleinen Geschäften oder im Supermarkt. Was ist besser? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich gehe oft in beide, aber sie sind sehr unterschiedlich. Genau, lass uns anfangen. Wo kaufst du normalerweise ein, Emilia? Meistens gehe ich zum Supermarkt. Er ist groß und hat alles, was ich brauche. Das verstehe ich. Supermärkte sind praktisch. Man findet dort alles an einem Ort. Ja, genau. Ich kann Brot, Milch, Obst, Gemüse, Fleisch und sogar Kleidung kaufen. Alles in einem Geschäft. Das spart Zeit, oder? Absolut. Ich muss nicht zu verschiedenen Geschäften gehen. Nur ein Besuch und ich bin fertig. Das ist ein großer Vorteil. Aber gibt es auch Nachteile? Ja, manchmal ist der Supermarkt zu voll, besonders am Wochenende. Oh ja, das kenne ich. Lange Schlangen an der Kasse, das nervt manchmal. Genau, und die Auswahl ist so groß. Manchmal weiß ich nicht, was ich wählen soll. Das ist ein interessanter Punkt. Zu viele Optionen können verwirren. Ja, genau. Und die Qualität? Manchmal ist sie nicht die beste. Was meinst du damit? Nun, das Brot im Supermarkt ist oft nicht so frisch wie beim Bäcker. Ah, verstehe. Das ist ein guter Punkt. Kleine Geschäfte haben oft frischere Produkte. Genau, deshalb gehe ich manchmal zu kleinen Geschäften. Ich auch. Ich liebe den Bäcker in meiner Straße. Das Brot dort ist fantastisch. Oh ja, frisches Brot vom Bäcker ist etwas Besonderes. Der Duft allein ist wunderbar. Und der Geschmack. Viel besser als das Brot im Supermarkt. Stimmt, aber kleine Geschäfte sind teurer, oder? Ja, das ist wahr. Ein Brot beim Bäcker kostet mehr als im Supermarkt, Warum ist das so? weil sie kleinere Mengen produzieren und die Qualität ist höher. Das macht Sinn. Qualität hat ihren Preis. Genau, aber für mich ist es das wert. Ich zahle gerne mehr für gutes Brot. Ich auch. Und was ist mit anderen Geschäften, zum Beispiel dem Metzger? Oh, der Metzger. Ich liebe den Metzger in meinem Viertel. Das Fleisch dort ist hervorragend. Besser als im Supermarkt? Viel besser. Es ist frischer und schmeckt besser. Der Metzger kennt sein Handwerk. Das stimmt. Und man kann mit ihm sprechen. Er gibt Tipps zum Kochen. Genau, im Supermarkt gibt es niemanden, den man fragen kann. Das ist ein großer Unterschied. Kleine Geschäfte bieten persönlichen Service. Ja, der Metzger kennt mich sogar. Er weiß, was ich mag. Das ist schön. Es fühlt sich persönlicher an. Absolut. Im Supermarkt bin ich nur eine Nummer. Das stimmt. Aber Supermärkte haben auch Vorteile. Natürlich, sie sind billiger. Das ist wichtig für viele Menschen. Ja, das Budget ist wichtig. Nicht jeder kann mehr für Essen ausgeben. Genau. Supermärkte haben Angebote und Rabatte. Das hilft beim Sparen. Stimmt, ich kaufe oft Dinge im Angebot. 2 zum Preis von einem. Das ist praktisch. Kleine Geschäfte haben selten solche Angebote. Ja, das ist wahr. Aber sie haben andere Vorteile. Welche zum Beispiel? Nun, sie unterstützen die lokale Wirtschaft. Das Geld bleibt in der Nachbarschaft. Das ist ein guter Punkt. Kleine Geschäfte helfen der Gemeinschaft. Genau, wenn ich beim Bäcker kaufe, unterstütze ich seine Familie. Das fühlt sich gut an. Man hilft seinen Nachbarn. Ja, und kleine Geschäfte schaffen eine bessere Atmosphäre in der Nachbarschaft. Was meinst du? Nun, wenn es viele kleine Geschäfte gibt, ist die Straße lebendiger. Mehr Menschen sind draußen. Stimmt. Es ist schöner, durch eine Straße mit kleinen Läden zu gehen. Genau, Supermärkte sind oft außerhalb der Stadt. Man muss mit dem Auto fahren. Das ist ein Problem, nicht umweltfreundlich. Ja, das stimmt. Kleine Geschäfte sind oft zu Fuß erreichbar. Das ist besser für die Umwelt und für die Gesundheit. Absolut. Ein kleiner Spaziergang zum Bäcker ist angenehm. Ich stimme zu. Aber was ist mit der Öffnungszeit? Ah, gute Frage. Supermärkte sind länger geöffnet, manchmal bis 22 Uhr oder später. Das ist praktisch, wenn man spät nach Hause kommt. Ja, kleine Geschäfte schließen oft um 18 oder 19 Uhr. Das kann ein Problem sein, wenn man lange arbeitet. Stimmt, man muss seine Zeit besser planen. Genau. Am Samstag gehen viele Menschen einkaufen, weil sie unter der Woche keine Zeit haben. Ja, das ist typisch, deshalb sind Supermärkte am Samstag so voll. Und kleine Geschäfte auch. Aber dort geht es schneller. Warum? Weil sie kleiner sind. Weniger Kunden, kürzere Schlangen. Das stimmt, im Supermarkt kann man 20 Minuten an der Kasse warten. Oh ja, das ist frustrierend. Besonders wenn man nur ein paar Dinge kaufen möchte. Genau, für einen schnellen Einkauf sind kleine Geschäfte besser. Absolut. Reinkaufen raus. Sehr effizient. Aber für den großen Wocheneinkauf ist der Supermarkt praktischer. Das stimmt. Wenn man viel braucht, ist der Supermarkt die bessere Wahl. Ja, man kann alles auf einmal kaufen und man spart Zeit.
Und was ist mit der Qualität von Obst und Gemüse? Gute Frage. Im Supermarkt ist die Auswahl groß, aber die Qualität variiert. Ja, manchmal ist das Obst nicht reif oder es ist überreif. Genau, und es kommt oft von weit her, nicht regional. Das ist ein Problem. Lange Transportwege sind nicht gut für die Umwelt. Stimmt, und das Obst verliert an Frische. Ja, beim Gemüsehändler ist das Obst oft regionaler und frischer. Absolut, und man kann es anfassen und riechen, bevor man kauft. Im Supermarkt ist das Obst oft verpackt, man kann es nicht prüfen. Das ist nervig. Manchmal kommt man nach Hause und das Obst ist schlecht. Oh ja, das ist mir auch schon passiert. Sehr ärgerlich. Beim Gemüsehändler passiert das selten, er kennt seine Produkte. Stimmt. Und er gibt Tipps, wie man das Obst lagert oder zubereitet. Das ist hilfreich, im Supermarkt bekommt man keine Beratung. Genau. Kleine Geschäfte bieten mehr Service und Wissen. Und was ist mit Milchprodukten? Milch, Käse, Joghurt. Im Supermarkt gibt es eine riesige Auswahl, viele Marken, viele Sorten. Das stimmt, aber die Qualität? Oft gut, aber nicht immer. Es hängt von der Marke ab. Ja, und es gibt auch Bioprodukte im Supermarkt. Das ist wahr. Bioprodukte werden immer beliebter. Ja, viele Menschen achten mehr auf gesunde Ernährung. Absolut. Aber Bio ist teurer. Stimmt, manchmal doppelt so teuer wie normale Produkte. Das ist ein Problem für Menschen mit kleinem Budget. Ja, leider, nicht jeder kann sich Bio leisten. Aber kleine Geschäfte haben manchmal auch Bioprodukte. Ja, das stimmt. Und sie sind oft von lokalen Bauern. Das ist gut. Regional und Bio, die beste Kombination. Genau, aber die Auswahl ist kleiner als im Supermarkt. Das ist wahr. Man muss Kompromisse machen. Ja, es gibt nicht die perfekte Lösung. Beide haben Vor- und Nachteile. Genau. Vielleicht ist eine Mischung die beste Strategie? Was meinst du? Nun, man kann im Supermarkt die Grundnahrungsmittel kaufen und frische Produkte in kleinen Geschäften. Das ist eine gute Idee. Das Beste aus beiden Welten. Ja, zum Beispiel Milch, Nudeln, Reis im Supermarkt, Brot, Fleisch, Obst beim Spezialisten. Das klingt vernünftig. So spart man Geld und bekommt trotzdem Qualität. Genau, und man unterstützt immer noch die lokalen Geschäfte. Das ist wichtig. Wir brauchen beide, Supermärkte und kleine Geschäfte. Absolut, sie ergänzen sich. Ja, und jeder kann selbst entscheiden, was ihm wichtiger ist. Stimmt. Preis, Qualität, Bequemlichkeit, jeder hat andere Prioritäten. Genau, und das ist völlig in Ordnung. Und was denkt ihr, liebe Zuhörer? Wo kauft ihr lieber ein? Im Supermarkt oder in kleinen Geschäften? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind neugierig auf eure Meinung. Ja, und erzählt uns, warum ihr das eine oder das andere bevorzugt. Habt ihr einen Lieblingsmarkt oder ein Lieblingsgeschäft? Das würde uns interessieren. Teilt eure Erfahrungen mit uns. Genau, und jetzt noch ein paar praktische Tipps für euch. Oh ja, wenn ihr im Supermarkt einkauft, macht eine Liste. Das hilft. Stimmt, mit einer Liste kauft man nicht so viel. Man bleibt fokussiert. Genau. Und man vergisst nichts Wichtiges. Ja, und noch ein Tipp, geht nicht hungrig einkaufen. Oh, das ist ein guter Tipp. Wenn man hungrig ist, kauft man zu viel. Und oft ungesunde Dinge. Süßigkeiten, Chips, Schokolade. Ja, das stimmt. Ich spreche aus Erfahrung. Ich auch. Wenn ich hungrig einkaufe, ist mein Wagen immer zu voll. Und was ist mit kleinen Geschäften? Gibt es da Tipps? Ja, geht früh am Morgen, dann ist alles frisch. Das ist ein guter Tipp. Besonders beim Bäcker. Genau, frisches Brot am Morgen ist das Beste. Und beim Metzger? Auch dort ist es gut, früh zu gehen. Dann hat man die beste Auswahl. Stimmt. Später am Tag sind manche Sachen ausverkauft. Ja, besonders die beliebtesten Produkte. Genau. Also, früh aufstehen lohnt sich. Absolut. Und noch ein Tipp. Baut eine Beziehung zu den Händlern auf. Was meinst du? Sprecht mit ihnen, fragt nach Empfehlungen, seid freundlich. Das ist wichtig. Sie werden sich an euch erinnern. Ja, und vielleicht geben sie euch besondere Tipps oder Angebote. Das ist wahr. Persönliche Beziehungen sind wertvoll. Absolut, das ist ein großer Vorteil von kleinen Geschäften. Ja, im Supermarkt kennt dich niemand. Es ist anonym. Stimmt, aber das kann auch ein Vorteil sein, manche mögen das. Ja, das ist wahr. Jeder ist anders. Genau, und deshalb gibt es Platz für beide, Supermärkte und kleine Geschäfte. Absolut. Vielfalt ist gut. Ja, und jetzt eine Frage an euch, liebe Zuhörer. Habt ihr schon mal etwas Interessantes beim Einkaufen erlebt? Oh ja, gute Frage. Vielleicht eine lustige oder überraschende Geschichte? Schreibt es in die Kommentare, wir lieben gute Geschichten. Ja, erzählt uns von euren Einkaufserlebnissen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, Nachhaltigkeit. Oh ja, das ist heutzutage sehr wichtig. Absolut. Viele Menschen achten auf die Umwelt beim Einkaufen.
Stimmt, was können wir tun? Nun, man kann Plastiktüten vermeiden, eigene Taschen mitbringen. Das ist einfach und hilft der Umwelt. Ja, und man kann auf Verpackungen achten. Weniger Plastik ist besser. Stimmt, viele Produkte im Supermarkt haben zu viel Verpackung. Ja, das ist ein Problem. Gurken in Plastik, Äpfel in Plastik. Das ist unnötig. Absolut, in kleinen Geschäften kann man oft verpackungsfrei kaufen. Das stimmt. Beim Bäcker bekommt man Brot ohne Verpackung. Und beim Gemüsehändler kann man eigene Beutel mitbringen. Genau, das ist viel besser für die Umwelt. Ja, und es fühlt sich auch gut an. Man produziert weniger Müll. Absolut. Kleine Schritte machen einen Unterschied. Stimmt, jeder kann etwas tun. Genau. Und wenn viele Menschen mitmachen, ist die Wirkung groß. Ja, also liebe Zuhörer, denkt daran beim nächsten Einkauf. Bringt eure eigenen Taschen mit. Vermeidet unnötige Verpackungen. Kauft regional und saisonal, wenn möglich. Das ist alles gut für die Umwelt und oft auch gesünder. Absolut. Lokale, saisonale Produkte sind frischer und schmecken besser. Ja, und sie unterstützen lokale Bauern. Das ist wichtig. Wir brauchen unsere Bauern. Genau. Sie produzieren unser Essen. Wir sollten sie unterstützen. Absolut. Ohne sie hätten wir nichts zu essen. Stimmt. Also, kauft lokal, wenn ihr könnt. Ja, und jetzt fassen wir zusammen, was wir heute gelernt haben. Gute Idee. Also, Supermärkte sind praktisch, günstig und haben alles. Ja, sie sind gut für den großen Wocheneinkauf. Aber kleine Geschäfte bieten bessere Qualität, persönlichen Service und frische Produkte. Genau, sie sind teurer, aber oft das Geld wert. Ja, und eine Mischung aus beiden ist wahrscheinlich die beste Strategie. Absolut. Nutzt beide für das, was sie am besten können. Genau. Flexibilität ist der Schlüssel. Ja, und denkt an Nachhaltigkeit. Vermeidet Plastik, kauft regional. Stimmt. Kleine Schritte, große Wirkung. Absolut. Und jetzt sind wir neugierig. Was habt ihr heute gelernt? Ja, gibt es etwas Neues für euch? Oder etwas, das ihr überrascht hat? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Gedanken. Genau. Und vergesst nicht, einkaufen ist nicht nur Geld ausgeben. Stimmt, es ist auch eine Entscheidung. Wofür gebt ihr euer Geld aus? Genau. Unterstützt ihr große Konzerne oder kleine Geschäfte? Das ist eine wichtige Frage und jeder muss für sich selbst antworten. Ja, aber es ist gut, darüber nachzudenken. Absolut. Bewusstes Einkaufen macht einen Unterschied. Genau. Also, denkt nach, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht. Ja, und genießt es. Einkaufen kann auch Spaß machen. Stimmt, besonders auf dem Wochenmarkt. Die Atmosphäre ist toll. Oh ja, frisches Obst, Gemüse, Blumen und viele Menschen. Genau. Es ist lebendig und bunt. Ich liebe Wochenmärkte. Ich auch. Vielleicht können wir das in einem anderen Video besprechen. Gute Idee. Wochenmärkte sind ein tolles Thema. Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr mehr über Wochenmärkte hören möchtet, schreibt es in die Kommentare. Genau. Eure Wünsche sind wichtig. Wir hören auf euch. Absolut, wir machen Videos für euch. Ihr seid wichtig. Ja, und jetzt noch ein letzter Gedanke. Essen ist wichtig. Das stimmt, es gibt uns Energie, es hält uns gesund. Genau. Also sollten wir gut auswählen, was wir essen. Ja, Qualität ist wichtiger als Quantität. Absolut. Lieber weniger kaufen, aber bessere Qualität. Stimmt, das ist gesünder und oft auch leckerer. Genau. Und es reduziert Lebensmittelverschwendung. Oh ja, das ist ein wichtiges Thema. Zu viel Essen landet im Müll. Ja, das ist ein großes Problem. Wir sollten nur kaufen, was wir wirklich brauchen. Absolut, Planung ist wichtig. Macht einen Essensplan für die Woche. Das ist ein guter Tipp. Dann kauft man gezielt ein. Genau, und man verschwendet weniger. Stimmt. Also, plant eure Mahlzeiten, macht eine Einkaufsliste, kauft bewusst. Ja, das spart Geld, Zeit und reduziert Müll. Perfekt. Ich denke, wir haben heute viel besprochen. Ja, es war ein interessantes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt etwas gelernt. Ja, und denkt daran, schreibt in die Kommentare, wo ihr am liebsten einkauft. Genau, wir freuen uns auf eure Geschichten und Meinungen. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Deutsch lernen möchtet. Ja, wir machen regelmäßig neue Videos, es gibt immer etwas Neues. Absolut, und jetzt wünschen wir euch einen schönen Tag. Ja, viel Spaß beim Einkaufen, egal wo ihr hingeht. Und bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss und macht es gut. Auf Wiedersehen.